Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Easy German Livestream live aus Berlin. Wir starten mit einer kurzen Verzögerung direkt in den Livestream und begrüßen euch heute im Frühling in Berlin. Wir werden heute mit euch Deutsch sprechen. Es gibt noch keine Untertitel, aber später gibt es unter diesem Video Untertitel. In ein paar Stunden klickt einfach auf CC hier unter dem Video. Und ich freue mich, dass wir heute mit euch den Frühling begrüßen dürfen. Natürlich nicht aus unserem schönen Studio, sondern von der Straße live in Berlin. Wir begrüßen unsere Reporter auf der Straße, Manuel und Janusz. Hallo Kari, wir stehen hier zusammen mit Tofu, der ist auch noch dabei. Oh. Und über uns, du hast es schon gesehen, blühen die Kirschblütenbäume. Kirschblüten in Berlin? Ich dachte, das gibt es nur in Japan. Gibt es dann später Kirschen hier? Janusz möchte wissen, ob hier später Kirschen wachsen an diesen Bäumen. Ich werde mich dran erinnern. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist kein Kirschbaum, sondern ein Kirschblütenbaum. Die gibt es in Japan, genau. Aber auch in Berlin gibt es mehrere Straßen. Und du kannst mal schauen, wenn sich die Kamera wieder aufrichtet, hier die ganze Straße ist voller Bäume. Ich hoffe, man kann das über unsere mobile Verbindung erkennen. Es blüht. Wow. Es ist Frühling in Berlin. Nein, es ist Frühling in Berlin und die Menschen fahren wieder Fahrrad und die Leute lachen wieder und sind gut drauf und strecken sich und es ist wirklich fantastisch. Sehr, Okay, sehr Tschüss. schön. Wir freuen uns, dass ihr auf der Straße seid. Wir werden gleich noch etwas mehr über den Frühling sprechen. Wir begrüßen erstmal euch, unser Publikum. Schreibt uns mal in die Kommentare, das geht live. Wo seid ihr gerade? Wo schaut ihr zu? Aus welchem Land? Wir haben hier schon sehr viele schöne Kommentare gefunden aus Afghanistan, aus Kenia, aus Kurdistan. Mitsu schreibt uns aus Japan. Vielleicht kannst du uns etwas mehr erzählen über die Kirschblüte. Sind das Kirschbäume, die da blühen? Manuel, wir sind mal wieder nicht gut vorbereitet. Wir sprechen von Kirschblüten und wissen nicht, was da eigentlich blüht. Du Kari, diese Bäume, die sind zum Anschauen gedacht und sich freuen und in den Frühling starten. Das Wissen darüber, das überlassen wir den BotanikerInnen unter euch. Sehr schön. Ich werde euch mal erzählen, woher die Menschen kommen, die gerade zusehen. Menschen gucken zu aus Belarus, Brandenburg, Türkei, Ägypten, Vietnam, Syrien, Pakistan, Indien, Ukraine, Polen, Sri Lanka, Bangladesch, Kenia, Antarktis. Wirklich? Bist du gerade in der Antarktis? Das ist ja verrückt. Marokko, aus der Schweiz, Baden-Württemberg, Simbabwe, Iran. Manuel, die ganze Welt guckt zu, wie ihr durch diese Straße in Berlin geht. Was sagst du dazu? Das ist unglaublich. Wir wünschten, ihr könntet alle hier sein, mit uns und den Frühling begrüßen und mit uns gemeinsam quatschen. Ich habe auch ein paar Wörter mitgebracht, Kari, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Okay, Wörter zum Frühling? Wörter zum Frühling. Soll ich schon loslegen mit dem ersten Wort? Warum nicht? Ein Wort jetzt und ein neues Wort später. Okay, ich habe mindestens 3. Das erste Wort ist die Frühjahrsmüdigkeit. Also Frühling ist ja Frühling ist ja die Jahreszeit. Also es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Frühjahr ist so ein Synonym. Ne? Frühjahr ist der Anfang des Jahres
Und die Frühjahrsmüdigkeit ist, wenn man nach dem Winter irgendwie noch so groggy und müde ist. Das ist die Frühjahrsmüdigkeit. Ich weiß nicht, ob es das in anderen Sprachen auch gibt, dieses Konzept. Schreibt uns mal einen Kommentar. Gibt es das bei euch? Eine Frühjahrsmüdigkeit? Und jetzt fragt doch mal Janusz, ob er auch eine Frühjahrsmüdigkeit hat. Nö, noch gar nicht. Ich habe noch Namibia Excitement. Janusz kommt gerade aus dem Sommer. Wir waren in Namibia und bald werdet ihr ein Video dazu sehen. Nächste Woche Sonntag kommt unser Video aus Namibia. Wir werden mal ein paar Kommentare beantworten. Und zwar hat uns Heikem geschrieben, der Sohn ist haargenau wie der Vater. Stimmt das? Ja. Vater und Sohn? Bis auf die Breite, ja. Ja, Manuel, was würdest du sagen? Bist du genauso wie dein Vater, ja oder nein? Wir beide haben viele Gemeinsamkeiten, aber ich würde sagen auch mindestens genauso viele Unterschiede. Ja. Aha. Was sagt Janusz? Ja, rein geometrisch. Vielleicht können wir später noch Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen. Aber Okay. lies erstmal die weiteren Fragen vor, die unser Chat auf YouTube so liefert. Ich bin ganz gespannt, was ihr da alles schreibt. Wollen wir hier lang gehen? Oh, die Kamera. Wir haben heute viele technische Kamera Probleme. fällt Wir bitten das zu entschuldigen. John Fran schreibt, Janusz sieht besonders gut gepflegt aus. Können wir mal Janusz ganz groß sehen und das gemeinsam analysieren? Janusz sieht heute besonders gut gepflegt aus. Was heißt das, Manuel? Das bedeutet, Moment, hier ist gerade ein Motorrad neben mir, dass er vielleicht eine neue Frisur hat, kurze Haare, ein gewaschenes T-Shirt. Ja. Er sieht einfach adrett aus. Ja, ich war noch vor einer Stunde unter der Dusche. Er hat sich Janusz. vorbereitet. Crazy. Okay, wir haben eine Frage von Steve und Steve möchte wissen, was sind denn Freizeitaktivitäten, die man draußen in Berlin im Frühling gerne macht? Was macht ihr im Frühling in Berlin? Kari, es gibt so viel in Berlin im Frühling und Sommer. Man kann Fahrradtouren machen in die Wälder und an die Seen. Man kann Paddleboard fahren in der Spree, im Fluss. Man kann grillen im Park. Man kann Biergarten besuchen. In einen Biergarten gehen und sich treffen draußen mit Freunden. Und man kann in ein Open-Air-Kino gehen und einen Film unter freiem Himmel schauen. Ja. Oder man kann auch einen gemütlichen Abend zu Hause verbringen. Genau, das wenn man ist Janusz' Lieblingsaktivität ist drinnen bleiben. Im Winter, Frühling und im Sommer. Was macht Janusz da? Er guckt. Was es hier so gibt an Private Gym. Geschäften. Nein, das ist Okay. ein Gym. Manuel, jetzt haben wir eine Frage an dich von Bepa. Bepa fragt, eine Frage, die ich Manuel schon seit langem stellen wollte. Wie viele Mikrofone besitzt du wirklich und ab wann gilt das als Sucht? So schlimm ist es nicht bei mir. Ich besitze 2 sehr gute Podcast-Mikrofone und dann besitzen wir gemeinsam nochmal 8 Mikrofone, die wir in verschiedenen, 9, 10, 11, nee, es sind doch ein paar mehr, aber es sind nicht alles meine Mikrofone. Sie gehören der Firma und wir nutzen sie je nach Kontext. Podcast-Studio, Podcast-Live-Event, Videoaufnahme und so weiter. Okay. Ja. So, jetzt haben wir neueste Informationen zu den Kirschbäumen. Die Kirschbäume wurden übrigens von Japan zu Zehntausenden nach der Wende an Deutschland geschenkt. Also Deutschland hat Kirschbäume von Japan bekommen, Manuel.
Wir starten hier mal kurz die Kamera neu, aber es ist sehr interessant, dass Deutschland das als Geschenk bekommen hat. Danke für den Hinweis. Wir werden weitere Fragen beantworten. Maxine möchte wissen, wie lange halten die Blüten? Und ich habe gehört, dass sie nur wenige Tage halten, aber ich freue mich auf eure Kommentare hier drunter. Ich bin wirklich kein Kirschblütenexperte, Manuel. Du? Ich auch nicht, aber ich glaube auch, dass sie eben nur ein paar Tage oder eine Woche blühen und deswegen ist das so ein großes Event. Und unser Videoproduzent Robert, der hier gerade rückwärts durch Berlin läuft, der hat gestern Abend schon eine Kirschblütenparty gemacht. Stimmt das, Robert? Ja, das stimmt. Also das ist schon ein Event, auch hier in Berlin. Okay. Wouter möchte wissen, wie warm ist es bei euch? Leider regnet es in den Niederlanden. Bei uns ist es sehr angenehm. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Genau richtig. Und 25 Grad. 25 Grad Celsius, das ist schon warm. Raphael hat eine super wichtige Feststellung. Es ist Spargelzeit. Janusz, was ist Spargel? Spargel ist etwas, was du kochst einmal im Jahr. Ein traditionell, also in Deutschland sehr gern gegessenes Gemüse. Spargel, das sind diese langen weißen und oder grünen Stängel. Und da sie eine spezifische Saison haben, wo man sie ernten kann, können sie nur zu der Zeit gegessen werden. Kari, ich möchte dir gerne dieses wunderschöne Blumenbeet präsentieren. Wow. Sieht das nicht nach Frühling aus hier? Wow, schön. Sind das Kirschen? Janusz sucht immer noch Kirschen. Ich glaube, das sind Äpfel, oder? Das sind weder Äpfel noch Kirschen. Das sind irgendwelche Beeren. Wir wissen es nicht so genau. Können wir bitte mehr erfahren? Janusz hat Obst gefunden in einem Beet. Was mich interessiert, Manuel, wir sehen jetzt auf dieser Straße ein wunderschönes Blumenbeet. Wer ist eigentlich in Berlin dafür verantwortlich, dass dort Blumen oder Bäume wachsen? Ist das die Stadt? Sind das die Nachbarn? Das ist grundsätzlich schon die Stadt. Es gibt ein Amt, das heißt, glaube ich, Grünflächenamt. Das kümmert sich auch um die Parks. Aber ich habe gehört, dass es auch immer mehr Initiativen gibt von AnwohnerInnen, von Menschen, die einfach auf ihrer eigenen Straße dann zum Beispiel so ein Blumenbeet pflanzen oder manchmal auch Bäume. Das gibt's auch, dass sich die Leute selbst drum kümmern. Ja. Und bestimmt gibt es Streit mit dem Grünflächenamt. Vermutlich. Nirkan möchte wissen, Spargel ist am teuersten. Warum essen Leute noch Spargel? Das stimmt. Der Spargelpreis letzte Woche war 15 € pro Kilo in meinem Supermarkt. Es ist unglaublich teuer für so ein Gemüse. Manuel, warum essen wir trotzdem Spargel? Das lasse ich Janusz beantworten, denn ich esse selten Spargel. Ach echt? Wir essen so gerne Spargel, weil wir eigentlich erstmal kiloweise die Soße Hollandaise da reinkippen. Und dann schmecken wir eigentlich nichts mehr als nur diese Soße Hollandaise. Das stimmt. Genau, wir essen Spargel mit Kartoffeln, Schinken manchmal und Sauce Hollandaise. Wir haben auch mal ein ganzes Video dazu gemacht, wie man Spargel kocht. Das verlinken wir mal hier unter dem Video. Ich esse gerne Spargel, weil es besonders schmeckt und ich glaube, es ist keine unendliche Ressource. Es gibt das nur einmal im Jahr oder ja so 2 Monate lang und es ist begehrt und teuer. Es ist ein bisschen wie Bitcoin. Ich würde sagen, Spargel ist der Bitcoin von Deutschland. Würdest du zustimmen? Kari, das ist völliger Unsinn. Das ist ein Vergleich,
der hinkt. Es ist kein Nein. guter Vergleich. Das stimmt Je so nicht. weniger, je teurer der Spargel, desto populärer wird er. Manuel, es gibt noch eine Frage. Warum sind die Bürgersteige so leer? Wo sind all die Menschen? Die Menschen sitzen in den Bars und Cafés. Es ist auch gerade so Abendesszeit. Ich glaube, auch viele Leute sind jetzt in den Restaurants. Und ja, also wir waren natürlich auch gerade in so kleinen Nebenstraßen. Jetzt sind wir hier auf einer sehr großen oder größeren Straße und man sieht, es wird direkt voller. Mhm. Nur möchte wissen, wer hat die technischen Probleme endlich gelöst? Hier bei uns. Das war Teamwork. Teamwork makes the dream work, sagen wir immer. Verursacht hat sich Soros. Das stimmt so nicht. Das. Manuel, Ja, wir haben noch eine indiskrete Frage. Wie alt bist du, möchte Lisa wissen. das ist ein großes Geheimnis, aber so um die 27 rum. Plus 10. Tikus möchte wissen, sind Sie glücklich heute, Janusz? Ja, ich bin total glücklich heute. Es ist wirklich gechillt, ein gechillter Abend und ich muss nichts tun oder irgendwas verstehen. Ich gehe nur mit. Ja. Und ich mache mir auch keine Gedanken, so ungefähr. Ja, Das ist das Leben von Janusz. Ich muss nichts tun, ich muss nichts verstehen, ich bin glücklich. Ja, Schön. Manuel, ich bin auch so glücklich, einfach. aber aus anderen Gründen. Ich bin glücklich, weil ich alles verstehe und aktiv mitmache und dieses Programm mit dir und euch gemeinsam gestalte. KJ möchte wissen, welche Straße ist das? Es sieht wirklich schön aus. das ist immer noch die Kastanienallee, glaube ich. Und die Nollenbergweg ja, Nollen wusste ich nie. oder Weinbergsweg. Wir wissen es nicht so genau, aber es ist die Verlängerung von der Kastanienallee, in der wir die meisten unserer YouTube-Videos drehen. Und sie mündet in dem Rosenthaler Platz. Genau, da Genau. hinten, vielleicht können wir das zeigen, ist der Rosenthaler Platz, eine große Kreuzung mitten in Berlin. Man sieht es hier wahrscheinlich nicht so gut. Und ja, das hier ist der Weinbergsweg. Robert hat es gerade auf seinem Handy nachgeschaut. Ich habe eine super Frage von Bepa nochmal. Eine Frage an Janusz. Janusz, welche deutsche Regel würdest du abschaffen? Jetzt so spontan gar keine. Ich mag die deutschen Regeln. Ich beachte sie nicht unbedingt alle, aber ich mag sie. Leute sind hier sehr geordnet und voraussehbar und deshalb lebt sich hier so ziemlich stressfrei, ja. Oh, stressfrei, ja? Also keine Regel, die du doof findest. Was ist denn mit Verkehrsregeln, Janusz? Die brichst du ja immer. Mache ich nicht? Ja, mache ich schon, aber nur nachdem ich mich vergewissert habe, dass ich damit keinen in Gefahr bringe. Also ich bin auch nicht rücksichtslos, genau. Steve hat noch eine wichtige Frage. Wo kann man das beste Eis in Berlin kaufen? Hier. Ja, ich weiß nicht, ob es das beste Eis ist, aber ich stehe tatsächlich gerade schon in der Schlange und dachte, dass jetzt was? die Gelegenheit wäre, ganz feierlich mit euch gemeinsam das erste Eis des Jahres zu essen. Oh ja, Ihr eine kauft gute jetzt Idee. ein Hast du Eis? Lust? Auf jeden Fall, ja. Welche Sorte möchtest du? Es gibt Mandel, Cookie, Milchschokolade, Pistazie, Grießbrei, Joghurt, Kirsch, Vanille, Sahnekaramell, Kokos, Walnuss, Erdbeer, Mango, Hafercrunch, Tiramisu, Banane, Heidelbeer und Erdbeerquark. Verrückt, Manuel, verrückt. Ich entscheide mich gleich spontan.
Janusz entscheidet sich spontan. Möchtest du auch ein Eis, Robert? Nein. Ja, ist das nicht toll? Wir begrüßen hier wirklich den Frühling mit euch. Darf ich noch ein Wort erklären, Kari? Ja, Ein Wort zum unbedingt. Sonntag. Und zwar gibt es den Frühjahrsputz. Kannst du erklären, was das ist? Das habe ich nämlich vor, an diesem Wochenende zu machen. Ja, also die Idee vom Frühjahrsputz ist, dass man im Frühjahr viel Motivation hat, ins neue Jahr zu starten. Man freut sich auf den Sommer und jetzt nutzt man diese Motivation und putzt einmal so richtig, weil sonst macht man das ganze Jahr nicht. Genau, und es regnet jetzt nicht mehr viel und das ist ein guter Moment, um auch die Fenster zu putzen. Also wirklich einmal klare Durchsicht. Frühjahrsputz. Und wann machst du Frühjahrsputz, Manuel? Dieses Wochenende habe ich mir vorgenommen. Was genau So. machst du denn dann? Na, Fenster putzen. Hallo, gibt es ein veganes Schokoladeneis? Ja. Dann hätte ich gerne eine Kugel im Becher, bitte. Dann, Janusz, was möchtest du? Ich möchte so eine Kugel mit Vanille und eine mit Schoko. Okay, dann nochmal 2 in dem Becher oder im Hörnchen? In Becher. 2 im Becher. Ja. Und dann habe ich gehört, dass ihr auch Hundeeis habt. Stimmt das? Dann hätten wir auch noch gerne ein Hundeeis. Das war etwas mit Vanille, also eine Kugel mit Vanilleeis und die andere Kugel vielleicht da mit dem Milchschokolade, ja. Ist das interessanter Content, Kari? Das ist sehr interessanter Content, dass die Leute jetzt live sehen können, wie ihr etwas bestellt. Also ihr seid jetzt in einer Ein Eisdiele Hundeeis. und bestellt Eis für Manuel, Janusz und für Tofu. Es gibt Hundeeis. Ist das nicht genial? Was ist da drin in dem Hundeeis? Honig, Joghurt. Eine Mischung für Hunde. Super. Mit Karte bitte. Guck mal, Kari, hier kann man mit Karte bezahlen in einer Eisdiele. Ist das nicht genial? Ja, Das ist genial. Janusz ist schon am Essen, obwohl du noch gar nicht bezahlt hast. Doch, die Autorisierung ist erfolgt. Alles gut. Vielen Dank Lecker. und einen schönen Frühlingsbeginn wünschen wir dir. Bis bald. Tschüss. So, Das sieht jetzt ja gehen wir hier in den fantastisch Park. aus. kommt mit. Können wir bitte jetzt Janusz sehen, wie er das Eis isst? Ich habe jetzt ein Händeproblem. Ach, guck mal, wie glücklich Janusz aussieht. Nom, 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 nom. Hm, Fantastisch. Super lecker. Wie schmeckt denn das Eis? richtig gut. Ist das alles vegan oder ist das nicht vegan? Deins ist nicht vegan, meins ist vegan. Mhm. Okay, wir müssen hier mal kurz raus aus dieser Menschentraube. Okay, ich habe noch eine Frage von Vuga, der uns Ja. 5 Euro gespendet hat bei YouTube. Dankeschön. Wow. Vuga schreibt, welchen Teil Berlins sollte man im Frühling außer den Parks unbedingt besuchen? Liebe Grüße von Vuga und Natavan aus Halle. Tja, Man sollte an der Spree Fahrrad fahren, also am Wasser. mhm. Und ja, die Parks sowieso. Was außer noch, den Kari? Parks. Ne? Sie sehen natürlich. Boah, guck Ich mal, was fahre- hier los ist im Park. Hier gibt es eine richtige Veranstaltung mit Leuten, die zusammen joggen oder so. Da sind die ganzen Menschen. Die sind nicht auf der Straße, die sind im Park. Deswegen Hier sind fragt, sie alle. deswegen fragt Vuga, wo sollte man außer den Parks hingehen? Weil alle Menschen in Berlin sitzen im Park, oder Manuel? So sieht's aus. Und ich glaube, wir werden jetzt hier auch einen Halt machen und Hm. mal schauen, ob Tofu sich auch über sein Eis freut oder Oh, das ob er nicht so ein möchten wir sehen. Eisfan ist wie die anderen. So, mach mal Können wir bitte sehen,
Also Tofu kriegt jetzt sein Hundeeis und wir freuen uns, das zu sehen. Ist das nicht super lecker, Tofu? Oh. Hm. Ich halte das ein bisschen fest für dich. Ja. Ja. Okay, So lecker. wir haben hier eine Frage. Wie heißt Ihr Hund? Ist das ein Mädchen oder ein Junge? Das ist ein Junge, ein Rüde, sagt man bei Hunden. Und er heißt Tofu. Tofu, woher kommt dieser Name? Weiß ich nicht. So heißt ja auch ein weißes Lebensmittel. Und dieser Hund. Hunde haben ja meistens zweisilbige Namen. So Nola, Tofu. Tofu ist so süß. Also NM Rob schreibt, welche Regeln gelten für das Gassi-Gehen mit Hunden in Berlin? Gibt es da Regeln? Ja, leider gibt es viele Regeln. Oder auch zum Glück. An den allermeisten Orten gilt Leinenpflicht. Hunde müssen an Leinen sein. Dann braucht man diese Beutel, die muss man als Hundebesitzer immer dabei haben. Das wird auch manchmal kontrolliert vom Ordnungsamt. Wenn man dann keine Beutel dabei hat, kriegt man eine Strafe. Ja, der Hund muss versichert sein. Es gibt viele Regeln. Versicherung. Lucy möchte wissen, ich komme nächste Woche nach Berlin. Kannst du mir Aktivitäten oder Orte empfehlen? Danke. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um nach Berlin zu kommen. Und wir empfehlen dir einfach spazieren zu gehen den ganzen Tag, oder? Hier im Prenzlauer Berg, in Mitte, in Kreuzberg, in Friedrichshain. Es gibt so viele schöne Ecken. Vielleicht müssten wir mal ein ganzes Video dazu machen, weil diese Frage kommt oft, oder? Wir haben ein Video gemacht mit Tipps, wenn man ein Wochenende in Berlin ist, was man unbedingt anschauen sollte. Vielleicht kannst du das mal nachschauen. Ach, Tofu sieht so süß aus. Guck mal, wie glücklich Tofu ist. Zeig noch mal Tofu. Ach, das ist ja schön. Tofu hat ein Eis. Tofu. Langsam. Versteht Tofu das? Ich hoffe. Vielleicht Ich hoffe. versteht Tofu ja etwas auf Polnisch, denn Alexandra möchte gerne wissen, kann Manuel Polnisch sprechen? Trocheczkę. Ein kleines bisschen. Ich konnte mal ein bisschen besser Polnisch sprechen, weil ich ein Jahr mal in Krakau gelebt habe. Aber das ist so lange her, dass mein Polnisch rostig geworden ist. Es ist eingerostet. Es ist nicht mehr so gut. Manuel, können wir mal ganz kurz hören, was macht Janusz da hinten? Wieso sitzt er hinter dir? Er lacht sich kaputt über diese Frage. Warte mal, ich muss mal kurz rübergehen. Warte, man hört dich nur mit Mikro. Ah ja. Ich esse gemütlich Eis. So wie Tofu. Vereint mit Tofu. Oh, jetzt wird getanzt. Wir haben hier eine richtige Show gebucht. Schau dir das mal an. Könnt ihr das sehen? Ja, wir sehen das. Das sieht ja fantastisch aus. Was hier los ist im Frühling in Berlin, ist einfach unglaublich, einfach fantastisch. Ist das eine Choreografie? Nein, Robert sagt, sie machen Sport zusammen. Es ist für alle, die sich sonst nicht motivieren können, Sport zu machen, so wie ich. Die können dann in so einer großen Gruppe im Park gemeinsam Sport machen. Es heißt Aerobik. Es heißt Aerobik. Aerobic heißt das, sagt Janusz. Aber das ist eine super Idee. Wenn man alleine in Berlin ist, kann man mit einer Gruppe zusammen laufen, Fahrrad fahren, Sport machen. Manuel, wie findet man diese Gruppen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich vermute im Internet. Oder? Ich dachte, du bist da der Experte im Internet. Ja, aber ich bin kein Experte für Gruppen. Aber Kari, ich habe noch ein Wort, das ich erklären möchte. Okay. Und das sind nämlich die Gefühle, die ich jetzt gerade hier bekomme. Das sind die Frühlingsgefühle. Frühlingsgefühle, das
bedeutet, dass man im Frühling besondere Gefühle hat? Ja, ich weiß gar nicht, was die genaue Definition ist, aber ich würde sagen, es ist eine Art Glücksgefühl, das man im Frühling bekommt. Einfach weil die Sonne wieder scheint, die Menschen wieder nach oben gucken, wieder lächeln, wieder im Park Sport machen. Dann bekommt man so ein spezielles Glücksgefühl und das hat man nur im Frühling und deswegen nennt man es Frühlingsgefühle. Oder? Das ist schön, ne? Ja, weil man so lange Winter hatte. In Berlin vor allem ist der Winter sehr lang und grau. Die Sonne scheint oft sehr lange nicht. Und das ist schön. Wenn man keine unterschiedlichen Jahreszeiten hat, kennt man das vielleicht nicht. Aber das Schöne an dem Winter in Berlin ist, dass es den Frühling gibt, dass es diese Zeiten gibt und man kommt aus der Tiefe wieder nach oben und denkt, "Mua, die Sonne ist da, das Leben ist schön." Absolut. Ja. Manuel, das war doch eine sehr schöne Episode. Ich habe noch eine Frage, die mich auch brennend interessiert. Jennifer fragt, können Sie bitte nach Kenia kommen, um mit uns Videos zu machen? Das wäre so schön. Jetzt waren wir ja gerade in Namibia und es war mein fast erster Afrika-Besuch. Und ich würde sehr gerne mal Kenia besuchen. Hoffentlich schaffen wir das irgendwann. Können wir dieses Bild noch mal sehen, wie Janusz und Tofu zusammen am Eis schlecken? Das ist ein Janusz wunderschönes... ist schon fertig mit seinem Eis. Das Tofu ist ein wunderschönes arbeitet Bild. noch. Tofu mit dem Eis, Janusz mit dem Eis. Ich beschütze Tofu, damit kein anderer Hund ihm das Eis klaut. Oh, ihr seid so süß, ihr drei zusammen. Dankeschön. Leute, es war sehr schön mit euch. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Wir haben... Die Aerobic-Gruppe ist weggelaufen und Janusz ist ganz... Es ist wie ein Zaubertrick. Gerade waren sie noch da, jetzt sind sie alle weg. Ich glaube, die gehen jetzt joggen zusammen. Wir haben es leider nicht geschafft, alle eure Fragen zu beantworten, aber doch viele. Und es war wirklich wunderschön mit euch. Manuel, Janusz, was macht ihr jetzt heute Abend noch? Wie verbringt man einen Abend im Frühling in Berlin? Wir werden jetzt, glaube ich, nach Hause fahren und Feierabend machen. Warte, ich muss kurz nachdenken. Was ist eine bessere Antwort jetzt? Wir werden jetzt eine Fahrradtour machen entlang der Spree im Sonnenuntergang. Danach setzen wir uns in einen Biergarten, trinken ein kühles Bier und dann gehen wir clubben. Denn es gibt ja auch tolle Clubs in Berlin, auch manche mit draußen Bezirk. Ja, das machen wir. 100%. Ich glaube, du hast ein gutes Stichwort gesagt. Die Biergärten in Berlin öffnen teilweise diese Woche. Diese Biergärten, wo man draußen Bier trinkt unter freiem Himmel, die sind im Winter geschlossen und im April, Ende April, machen diese Biergärten auf und dann beginnt die Biergartensaison und das werden wir diese Woche vielleicht auch machen. Also Janusz und ich. Manuel, du bist auch eingeladen. Wunderbar, ich freue mich. Danke, dass ihr dabei wart. Wir können vielleicht noch erwähnen, dass ihr ein Mitglied werden könntet von Easy German. Richtig. Dann bekommt ihr jede Menge Zusatzinhalte. Ihr werdet zum Beispiel zu diesem Livestream ein Worksheet bekommen und könnt damit euer Deutsch perfektionieren. Richtig. Wir freuen uns, wenn ihr ein Mitglied werdet. Als Mitglied unterstützt ihr unsere Arbeit und ihr lernt Deutsch in der Community. Ihr werdet Teil unserer Discord-Gruppe. Ihr chattet mit uns jeden Tag, so wie jetzt hier im Livestream. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Hier unten ist der Link. Klickt mal drauf. Ihr könnt das einfach für einen Monat ausprobieren. Und jetzt verabschiede ich mich von euch. Okay, ihr habt schon Freunde gefunden im Park, Manuel. Ja, die wollten noch was erzählen, aber wir wollten dich aussprechen lassen und jetzt sind sie schon weg. Schade. Danke, dass ihr zugesehen habt und ich würde sagen, bis bald und genießt die Zeit im Park, lieber Manuel und lieber Janusz und lieber Tofu. Oh, alles aufgegessen. Alles, noch nicht ganz. Janusz hilft nochmal.